Dann freut es mich, dass ich heute Abend begrüßen darf für den Anlass historisches Thema Geschichte der Parabellum-Pistole in der Schweizer Armee. Das ist ein Thema, wo viele noch engen Bezug haben, wenn sie eine Parabellum-Pistole haben. Und da ist, glaube ich, einige, wie ich gehört habe, die mit dem ausgestattet sind. Und das ist ein Thema, wo schon der Ursprung sehr, sehr lang zurückliegt. Und wir haben die große Freude, dass ein ausgewiesener Spezialist, Alexander Stucki, der schon ein Buch geschrieben hat über Pistolenpatronen 03. Das ist also die Patrone, die verschossen wird in dieser Pistole. Das könnt ihr übrigens hinten beim Uli Stoller, könnt ihr nachher noch das beziehen. Das ist der gerade steht. Und somit haben wir heute die Geschichte von dem kennenzulernen. Es ist eine Geschichte, die mit Hoch und Tief verbunden ist. Und beide Sachen werden zur Sprache kommen. Und ich bin gespannt, wie das bei euch dann ankommt. Wir werden am Anschluss dann Diskussion, Fragen haben. Und somit wird es nicht länger werden. Alex, ich gebe dir das Wort. Und freue mich auf den Vortrag. Merci. Ja, um es gerade vorwegzunehmen, Faustfeuerwaffen aus militärhistorischer Sicht sind natürlich ein völliges Randthema. Also es ist schon fast ein bisschen etwas für Nerds. Ich hoffe, ihr habt euch das gut überlegt, bevor ihr euch entschlossen habt, hier zu hören. Es ist wirklich ein militärhistorisches Nebengebiet. Parabellum-Pistole, die meisten von euch kennen die Waffe wahrscheinlich, sehr beliebt beschützen. Ist eine bekannte Waffe, ist aber auch eine sehr umstrittene Waffe gewesen, vor allem in der Schweizer Armee in den Anfängen. Auf das gehe ich dann noch näher ein. In diesem Zusammenhang ist auch das Zitat, das ich als Untertitel gewählt habe, das ist die Aussage von einem Instruktionsoffizier von 1911. Sagt einiges aus. Die Hintergründe von dem werden später wahrscheinlich dann noch klarer. Wie gesagt, ein Randthema, historisch, und darum würde ich gerne am Anfang ein paar Bemerkungen machen, grundsätzlicher Art, zur militärischen Bedeutung von Faustfeuerwaffen. Faustfeuerwaffen sind militärisch vor allem von den berittenen Truppen genutzt worden, von der Kavallerie, aber auch dort ändert ein Nebenthema. Für Kavallerie noch bis weit ins 19. Jahrhundert war die Hauptwaffe Blankwaffen, Sabel, Lanzen, und Feuerwaffen eher eben eine Zweitbewaffnung. Schon früh ist natürlich die Faustfeuerwaffe eine Waffe für den Selbstschutz von Offizieren. Aber auch dort wiederum für einen standesbewussten Offizier, noch weit bis ins 20. Jahrhundert zum Teil, ist doch die standesgemäße Bewaffnung nicht eine Feuerwaffe gewesen, sondern eine Sabel. Das haben zwar nicht alle ganz so gesehen, es hat auch andere Stimmen gegeben. Der Rudolf Schmidt ist ein Schweizer Milizoffizier, vor allem aber Direktor von der Waffenfabrik Bern. Er war der Initiator von der Waffenfabrik Bern, er war der erste Chef. Und er hat in von seinen vielen Publikationen diese Aussage gemacht, sehr pragmatisch, und eben, er hat wahrscheinlich vom Sabel ein bisschen weniger gehalten. Er war natürlich auch nicht ganz unbelastet gewesen, oder ein bisschen interessengebunden. Er hat in seiner Fabrik auch Revolver, also eine eidgenössische Waffenfabrik, auch Revolver hergestellt, die er selber konstruiert hat. Er hat natürlich eine gewisse Interessensbindung. Während dem Ersten Weltkrieg haben vorübergehend Faustfeuerwaffen eine andere Bedeutung noch bekommen. Westfront vor allem, Grabenkriege, Nahkampf war ein Thema, da sind Faustfeuerwaffen viel stärker als offensive Waffen eingesetzt worden. Das ist der Ernst Jünger, vielen von euch wahrscheinlich bekannt, als deutscher nationalkonservativer Schriftsteller, aber auch hochdekorierter Offizier aus dem Ersten Weltkrieg. Er beschreibt hier, wie er sich ausgerüstet hat für einen Kampfeinsatz. Und nicht eine Pistole, sondern gar zwei. Oder? Die Pistole 08, das war die deutsche Parabellum. Und er hatte noch eine kleine Mauser-Taschenpistole dabei gehabt. Was man hat, das hat man. Oder? Also, Faustfeuerwaffen im Ersten Weltkrieg haben doch ein gewisses Gewicht, aber das war eigentlich vorübergehend. Anschliessend war das wieder in erster Linie eine Selbstschutzwaffe, wie heute auch.
Was heute vielleicht noch ein Thema ist, gerade bei Spezialkräften haben Faustfeuerwaffen noch eine höhere Bedeutung, aber im Wesentlichen sind Faustfeuerwaffen halt Selbstschutzwaffen. Wenn wir zurück in die Schweiz gehen, haben wir noch einen anderen Aspekt. In der Schweiz hat die Faustfeuerwaffe, die militärische, wie halt die persönliche Waffe generell in der Schweizer Armee, und noch eine sehr starke sportliche Komponente. Also vor allem muss eine persönliche Waffe auch im Schiessstand die nötige Leistung bringen. Und das sehen wir dann auch im Zusammenhang mit der Evaluation von diesen Waffen. Präzision im Schiessstand ist ein entscheidendes Kriterium für eine schweizerische Militärwaffe, also für eine persönliche Waffe. Das ist in anderen Ländern hat eine gewisse Bedeutung, aber sicher nie in diesem Ausmaß. Schauen wir mal zurück, so 1890, kurz bevor man sich mit Selbstladepistolen auseinandergesetzt in der Schweizer Armee, war der Revolver die Ordnanzwaffe, die Ordnanz-Faustfeuerwaffe in der Schweizer Armee. Dann zumal waren es 2 Modelle. Oben seht ihr den gross, schwer, 10,4 mm Revolver, Modell 1878. Und unten dran die damals sehr moderne, fortschrittliche Waffe, das Modell 1882, eine Konstruktion von Rudolf Schmidt. Hat 7,5 mm Patronen verschossen. Oder man kann sagen, das Patronali war also sehr eine schmalbrüstige Waffe, punkto Waffenwirkung. Ist aber eine sehr präzise Waffe, bei den Schützen sehr beliebt. Und das ist halt in der Schweiz ein wesentlicher Entscheid für eine solche Waffe. Die Revolver haben beide Schwarzpulverpatronen verschossen, wie das dann üblich war. Das sieht man hier, die rauchen sehr stark. Die einen oder anderen von euch erinnern sich vielleicht noch, wo man im Schießstand auch noch den Revolver geschossen hat. Wenn man mit dem Ordnanzrevolver kam, hat man sich nicht immer sehr beliebt gemacht, weil das hat den ganzen Stand verraucht. Da ist man irgendwo in den Ecken übergeschoben worden, dass man nicht zu viel stört. In dieser Zeit, so um 1890, ist fast sagen, eine Revolution passiert im Handfeuerwaffenbereich. Das war die Einführung vom Nitropulver, also vom Pulver auf Nitrozellulosebasis, das das Schwarzpulver abgelöst hat. In der Schweiz hat man dem auch Weisspulver gesagt, weil es eben verglichen mit dem Schwarzpulver eine viel hellere Färbung hat. In der Schweiz hat man das erste Mal eingeführt mit der Gewehrpatrone 1890 für das Repetiergewehr 1889. Auch das eine erfolgreiche Waffe, auf dem Rudolf Schmidt konstruiert. Und wir waren der Meinung, eigentlich möchte man für einen beliebten und erfolgreichen Revolver eine Patrone machen mit Weisspulver. Weil das war die Zukunft und die doch sehr beliebte, erfolgreiche Waffe möchte man überretten, auch in die neue Zeit. Wir haben einen Versuch gemacht, Anfang der 1890er Jahre, und haben gemerkt, es geht nicht. Also das Pulver, das man dann hatte, das Nitropulver, das man in der Schweiz gemacht hat, war ungeeignet für einen Revolver. Man muss wissen, der Revolver 1882 ist eine ziemlich fragile Konstruktion. Das Nitropulver gibt einen höheren Gasdruck. Man hat eine relativ gleich mal beschädigte Waffe oder gesprengte Waffe. Und wenn man es abgeladen hat, dass es der Revolver vertragen möchte, ist das Pulver nicht immer vollständig verbrannt. Man hatte häufig Steckschüsse im Lauf gehabt. Und dazwischen ist immer so ein bisschen geradwandig, gelangt es gerade, gelangt es gerade nicht. Und wenn es gelangt hat, ist die Präzision noch nicht toll gewesen. Also das hat nicht funktioniert. In dieser Zeit, 1892 im Herbst, hat der Chef von der technischen Abteilung KMV eine Bergmann-Pistole bekommen. Ist ihm vorgestellt worden, zur Verfügung gestellt worden für Testzwecke. Technische Abteilung, für die, was vielleicht nicht ganz im Kopf haben, das war die Vorläuferin von der kriegstechnischen Abteilung, also die Institution in der Schweizer Armee, die verantwortlich ist für die Beschaffung von Rüstungsmaterial und dann zumal auch für die Herstellung von Rüstungsmaterial. Waffenfabrik, Munitionsfabrik, KW waren Teil von der technischen Abteilung und später von der kriegstechnischen Abteilung. Also der Chef von dieser Abteilung hat die Waffen bekommen, zu Testzwecken. Hat noch so eine kleine Geschichte hinten dran, weil der Chef von dieser Abteilung
bis so in Herbst rein, der Albert Gressli, Oberst, der hat nachher den Job gewechselt und ist nachher so ab Ende Jahr ein Mitarbeiter vom Herrn Bergmann geworden. Der Theodor Bergmann, das ist der Industriell, der die Pistole hergestellt hat. Also so compliance-mässig ist schon so ein bisschen grenzwertig. Es ist dann noch interessanter geworden, weil im Laufe der Versuche am Anfang haben die Schweizer, man hat sich ja kennt unter Kollegen, oder? Der Albert könnte uns doch ein bisschen helfen. Der Albert Gressli hat ja aber noch gerade das Testprogramm zusammengestellt, wie man die Waffen zu testen haben. Ich glaube, dann wäre endgültig vorbei gewesen mit der Compliance, oder? Aber das ist halt, dann zumal hat man dort noch ein bisschen weniger heikel gewesen. 1892/93 hat man mal Testversuche gemacht mit dieser Bergmann-Pistole. Ist durchaus beeindruckend gewesen. Die hat präzise geschossen, sehr wichtig. Hat funktioniert, mehr oder weniger störungsfrei und hat auch eine recht gute Durchschlagskraft gehabt. Für die Schweizer Behörden war es eigentlich klar gewesen, die Zukunft liegt bei Selbstladepistolen. Und das war klar gewesen, schon 1893. Wir hatten das Gefühl gehabt, der vom Revolver Auslaufmodell, wir setzen auf Pistolen. In den folgenden Jahren hat man nachher längere Zeit Versuche gemacht mit Selbstladepistolen. 1893 bis 1895 hat man eben verschiedene von diesen Bergmann-Pistolen ausprobiert. Das ist auch eine Bergmann-Konstruktion. Dazu ist eine Konstruktion vom Ferdinand Mandlicher. Der Mandlicher war ein Ingenieur aus Österreich. Der hat auch einer der ersten, der Selbstladepistolen gemacht hat. Die Waffen sind in der Waffenfabrik in Steyr gemacht worden, aber auch in Neuhausen bei der SIG. Die Waffen, die man in der Schweiz hat ausprobiert oder getestet, sind alle oder zumindest die meisten aus Neuhausen gekommen, von der SIG. Man muss auch ein bisschen bewusst sein, das war gerade der Anfang der Selbstladepistolen. Also man hat ein Modell hat nicht eine lange Halbwertszeit gehabt. Das ist eigentlich häufig von einem Prototyp zum anderen. Man hat die Waffe ein bisschen verbessert, wieder etwas Neues probiert. Also es hat sehr viele Modelländerungen gegeben. Darum hat der Bergmann immer wieder neue Modelle gebracht. Richtig in Fahrt sind die Versuche aber nachher gekommen, 1897 im Sommer und eine zweite Versuchsreihe 1898 im November. Dann hat man das erste Mal richtig systematische, sogenannte Grossversuche gemacht. Systematisch, umfangreich, ein bisschen wissenschaftlicher. Und die Versuche haben hier in Thun stattgefunden. Und dort sind eben wieder Konstruktionen vom Mannlicher und vom Bergmann wieder da gewesen. Also Konstruktionen vom Bergmann. Von der Firma Bergmann. Der Herr Bergmann war ein Industrieller, der hat von Technik nicht viel verstanden, der hat einfach Leute gehabt, die das gemacht haben. Dazu ist das erste Mal diese Waffe hier gekommen, das ist die sogenannte C96 Konstruktion, nach der damaligen Schreibweise für eine C von 1896, eine Waffe aus Württemberg, Oberndorf, Firma Mauser. Man kann sagen, das ist die erste kommerziell erfolgreiche Selbstladepistole gewesen. Dann hat man gerade angefangen mit diesen Waffen und die sind in unterschiedlichen Versionen bis in den 1930er Jahren produziert worden. Dazu ist eine Pistole von der Firma Roth in Wien. Der Name wird uns noch einmal begegnen. Und das ist wichtig, im Zentrum haben wir eigentlich diese beiden Waffen hier. Im Sommer 1897 hat man diese Waffe noch vorgestellt. Das ist die sogenannte Borchardt-Pistole, benannt nach dem Erfinder oder Konstrukteur Hugo Borchardt. Oder auch C93 von 1893. Und hergestellt wurde ist sie dann von den deutschen Waffen- und Munitionsfabriken. Das war ein Rüstungskonzern in Deutschland, der die Waffen hergestellt hat. Noch pikant ist eigentlich, dass dem Rüstungskonzern hat auch die Firma Mauser gehört. Aber die sind als unterschiedliche, also Konkurrenten auftreten dort. Vorgestellt wurde ist die C93 oder die Borchardt-Pistole vom österreichischen Ingenieur Georg Luger.
Der hat für die EWM gearbeitet, hat die Waffe vorgestellt. Die Schweizer waren durchaus noch beeindruckt von dieser C93. Die Waffe war präzise, hat super funktioniert, ordentliche Durchschlagsleistung. Durchaus, aber wenn man die Waffen anschaut, das ist ein Unding, oder? Solches Deutsche, unhandlich, sperrig. Und die Schweizer haben von Anfang an gesagt, nein, das wird nie eine Waffe für uns. Der Erfinder der Waffe, der Herr Borchardt, hat das Gefühl gehabt, das ist das Beste auf der Welt, was es gibt, also gar kein Änderungsbedarf. Der Georg Luger hat sofort gemerkt, das ist es nicht, mit der gewinnen wir keinen Blumenstrauß, oder? Und er hat nachher zwischen Sommer 1897 und November 1898 hat er diese Waffe daraus gemacht. Er hat die Waffe völlig umkonstruiert und hat die erste sogenannte Parabellum-Pistole gemacht. Er hat ihm noch nicht Parabellum-Pistole gesagt, das war die Pistole Borchardt-Luger, nach den Konstrukteuren. Der Borchardt übrigens ziemlich hässlich, die hat ziemlich Krach bekommen miteinander, der Luger und der Borchardt, weil der Luger hat die weiterentwickelt ohne Einwilligung vom Borchardt, aber hat er auch nicht gebraucht, weil der Konzern hat ihm den Auftrag gegeben. Die Waffe, die wir hier sehen, die er gemacht hat daraus, die erste Art Parabellum-Pistole, das ist die älteste Waffe von diesem Typ, von dem Parabellum-Typ, was es heute noch gibt. Das ist Prototyp Nummer 5. Lagert nicht allzu weit von hier, genau diese Pistole, in der Sammlung von der Stiftung Hamm. Das ist also eine sehr wichtige und prominente Waffe in der Waffengeschichte. Diese Pistole hat überzeugt. Im November 1898 hat die Schweiz eigentlich gewusst, also, das läuft auf diese Pistolen raus. Wir hatten in den nächsten 2 Jahren, bis 1899, 1900, hat man eigentlich nur noch Versuche gemacht mit Weiterentwicklungen von dieser Borchardt-Luger-Pistole. Aber wir hat noch eine Zeit lang eine männliche Waffe dabei gehalten in den Versuchen, vor allem aus geschäftstaktischen Gründen. Wir wollten die EWM noch ein bisschen unter Druck setzen mit einer Konkurrenz, aber es war klar, es läuft auf diese Pistolen raus. Die Waffe ist entwickelt worden eben zwischen 1898 und 1900. Vorgelegt, wie gesagt, vom Herrn Luger. Auf der Schweizer Seite war eben der damalige Chef von der technischen Abteilung, der Oberst Konrad von Orelli. Und die 2 Herren haben miteinander eigentlich die Waffe weiterentwickelt. Also der von Orelli einfach als Ansprechpartner von einem ganzen Team, von der Pistolenkommission, hat man die Waffe, also die Schweizer haben ihre Inputs gemacht und der Luger hat darauf reagiert. Das war noch so eine gute Zusammenarbeit wahrscheinlich. Die Schweizer haben sehr viel sinnvolle, manchmal ein bisschen weniger sinnvolle Vorschläge gemacht. Der Luger hat versucht, alles möglichst umzusetzen, weil er hat unbedingt einen Geschäftsabschluss wollte. Das war das erste Mal gewesen, dass man eine Selbstladepistole militärisch einführt. Viel Prestige, das war wichtig. Er war sehr, heute würde man sagen, responsive. Der von Orelli übrigens, die einen oder anderen mögen sich vielleicht noch an Urgroßsohn von Orelli erinnern. Das ist nämlich der Martin von Orelli. Der war mal Generalstabschef, Stellvertreter vor etwa 20 Jahren. V0, oder? Im Umgangssprachlich, wie man Martin gesagt. Ja, in dieser Zeit ist also die Parabellum-Pistole entstanden und sehr viel, was heute normal ist bei einer Parabellum-Pistole, wo man sich gewöhnt ist aus dieser Zeit herausgekommen, zum Teil auch auf Intervention der Schweizer. Also der Sicherungshebel auf der Seite, mit dem Daumen bedienen kann, der ist genau so von den Schweizer vorgeschlagen worden. Genau solche Sicherungen wollen sie noch. Weil die erste Waffe hier, ich kann es beim nächsten Bild zeigen, hat die Sicherung noch nicht gehabt. Ein Beispiel, wo ich ein bisschen darauf eingehen schnell, wie die Schweizer ihre Inputs gemacht haben, war Patronen. Wenn man sich die beiden Waffen anschaut, oder, ist eines der Probleme bei diesen Waffen, das ist der Teil hier, das ist die Schliessfeder. Und um die Waffe handlicher und feuriger zu machen, hat der Georg Luger die Schliessfedern hinten ins Griffstück versetzt. Soweit gut. Nur hat er jetzt weniger Platz für Patronen. Die Patronen von der Borchardt-Pistole, eine ziemliche Power-Patrone, nach heutigen Gesichtspunkten durchaus ein leistungsfähiges Ding.
Die hat eine Hülsenlänge von 25 mm und das hat nicht mehr Platz gehabt, er hat die Hülse gekürzt auf 21 mm. Der Luger wäre nicht der Luger gewesen, wenn er nicht gesagt hätte, ich will möglichst die Leistung erhalten können. Ich will weiterhin eine leistungsfähige Patrone haben für die Pistole und hat versucht, eine Patrone zu machen, die eben mindestens gleich leistungsfähig ist, auch wenn sie kürzer ist. Ein bisschen leichteres Geschoss, höhere V0. Also rein von der Mündungsenergie ist die zweite Patrone stärker. Vermutlich war er stolz auf seine Konstruktion, oder? Die Schweizer hat das nicht so toll gefunden. Falsche Taste. Ja, genau. Der Vertreter vom Schiesswesen, vom ausserdienstlichen Schiesswesen der Pistolenkommission, hat das Gefühl gehabt, die schlägt ein bisschen stark, das ist nicht gäbig zum Schiessen im Schießstand. Die Ruhe vom Schütz muss man erhalten, oder? Das ist nichts. Und der Luger hat wahrscheinlich gestaunt, aber er hat das Gefühl gehabt, kann man machen, der Kunde ist König, oder? Und er hat nachher bei den nächsten Versuchen Patronen präsentiert, die deutlich schwächer geladen wurde. Ein bisschen schweres Geschoss, aber deutlich tiefere V0. Also hat die Power-Patrone gezähmt. Und das ist eigentlich genau die Patrone, die heute noch als 7,65 mm Para oder englisch 30 Luger bekannt ist. Und so haben eigentlich die Schweizer die Vorgaben gemacht für die Patronen. Und hier sehen wir wieder mal den Einfluss vom ausserdienstlichen Schiesswesen, von den Schützen. Zielballistisch ist nicht so wichtig, ob wie wirkungsvoll das ist, aber sie muss präzise sein. Und nicht stören zum Schiessen. Das muss schon aufgehen. Ja. Daraufhin hat man sich entschlossen, die Waffe einzuführen. Wir haben noch ein bisschen diskutiert über den Preis. Die Schweizer haben dort noch ein bisschen Druck gemacht, haben die Verhandlungen kurzfristig abgebrochen und haben gesagt, es ist zu teuer und die Deutschen sind ein bisschen entgegengekommen. Am Schluss hat man sich gefunden. Ich glaube, es ist günstiger geworden, als die Schweizer überhaupt erwartet haben für sie. Also haben sie noch clever gemacht. Und der von Norelli war recht stolz auf dieses Resultat, auf die Arbeit von seiner Pistolenkommission. Und eben, das war die Aussage dann, nicht so unrecht, oder? Weil die Schweizer waren relativ fortschrittlich gewesen, was Infanteriebewaffnung angegangen ist in dieser Zeit. Ein paar Jahre früher, um 1870, waren die Schweizer die Ersten, die beispielsweise ein Repetiergewehr eingeführt haben in Europa. Also man war wirklich bei den Leuten dort. Und das war er durchaus stolz drauf gewesen. Und der Bundesrat hat beschlossen, solche Waffen zu kaufen. Also aus heutiger Sicht unvorstellbar. Und nicht der Chef EMD, sondern der Gesamtbundesrat hat über die Beschaffung von einer Pistole in der Armee debattiert. Im Mai 1900 beschloss, diese Waffen werden beschafft. Darum ist das nachher das Pistolenmodell 1900 gewesen. Was manchmal ein bisschen zu Verwirrung führt für die sich ein bisschen mehr mit dem, was handeln, sich ein bisschen mehr mit dem auseinandersetzen, die haben nämlich zum Teil gemerkt, es gibt eine Ordonnanz zu dieser Waffe. Eine Ordonnanz ist so eine Druckschrift, wo alles präzise festgehalten ist, sind Zeichnungen, sind Vermassungen und so weiter, wie eine Waffe muss aussehen. Und die Ordonnanz wird auch vom Bundesrat genehmigt, aber die Ordonnanz dieser Pistole ist von 1904. Also warum der Beschluss von 1900 und der Ordonnanz von 1904? Der Grund ist folgender. An dieser Waffe, die Waffen sind die ersten Waffen für die Schweizer Armee, sind Anfangs 1901 ausgeliefert worden. Und in den folgenden Jahren hat man noch ein bisschen daran herumgebastelt. Man hat noch so ein bisschen den Sicherheitsgefühl anders gemacht, man hat dort noch etwas gemacht, man hat im Magazin noch etwas geändert. Und man hat dann erst eine Ordonnanz vorgelegt, wo wirklich die letzte Variante dort festgehalten war. Das ist auch zur Freude der Waffensammler heute, weil es gibt natürlich durch das relativ viele verschiedene Varianten von dieser Pistole 1900. Ja, wie gesagt, die Schweizer waren da Vorreiter in diesem Zusammenhang. Sie waren die Ersten, die für ihre Landstreitkräfte weltweit eine Selbstladepistole eingeführt haben. Kurz darauf aber die Belgier.
Belgier haben ein paar Wochen später die FN 1900 eingeführt. Das wäre für die Schweizer keine Option gewesen. Das ist mehr eine Taschenpistole mit einer schwachen Patrone, das wäre für die Standschiessen gar nichts. Es ist schon als Militärwaffe schon ziemlich unter der Grenze. Die Aussage, die man an vielen Orten hört und liest, die Schweizer, die als erste weltweit eine Selbstladepistole für die Armee, muss man insofern noch ein bisschen relativieren. Für die Landstreitkräfte stimmt das. Ein Jahr früher haben aber die Italiener Mauser-Pistolen eingeführt für ihre Marine, also für die Kriegsmarine. Und noch ein Jahr, zwei früher, auch Mauser-Pistolen haben die Türken beschafft, aber eigentlich nicht für die Armee, sondern für mehr paramilitärische Organisation, für die Palastwache vom Sultan. Also, heute würde man sagen, das sind die Regimeschutzkräfte oder, von den Türken gewesen, haben dann schon solche Waffen beschafft, also Mauser-Pistolen. Aber das war eigentlich nicht die Armee gewesen. Also, wenn man sagt, für die Landstreitkräfte sind die Schweizer die ersten gewesen, weltweit, dann stimmt das. Die Waffen sind, wie ich gesagt habe, von der DWM geliefert worden, ab Januar, Februar 1901. Man hat in mehreren Tranchen 5000 solche Pistolen beschafft in Berlin, also bei der Firma DWM. Die ersten 3500 Pistolen sind geliefert worden, fix fertig. Und die letzten 1500 haben die Schweizer bekommen als sogenannte Sortiment oder Teilsätze. Also ein Druckchen oder Säckchen, wo alle Teile drin sind, die man so zusammensetzen muss. Und die sind dann an die Waffenfabrik Bern geliefert worden und die Waffenfabrik Bern hat die Montage gemacht. Ist nicht ganz so einfach, wie es vielleicht auf den ersten Blick scheint. Das ist nicht wie die Sturmgewehr, grosse Zerlegung und dann wieder zusammensetzen. Also dort hat man beim Zusammensetzen noch Pfeile und Werkzeuge gebraucht. Die Teile haben noch nicht so gepasst. Da hat man sehr viel Nacharbeit müssen machen. Da hat die Schweizer, also die Waffenfabrik Bern, hat dort Erfahrungen gesammelt, schon im Herstellen von Parabellumpistolen. Wie wir dann werden sehen, haben sie ja später selber eine Parabellumpistolen hergestellt. Nachdem, dass wir also zuerst muss ich noch sagen, man hat den Bedarf ein bisschen unterschätzt. Man hat zuerst eigentlich die Pistole eingeführt als Ersatz für 10,4 mm Revolver, die nicht mehr vorrätig war. Das war die Waffe von den Beritten. Also man hat eigentlich die vor allem eingeführt für die Beritten. Und relativ gleich hat man sie auch für die anderen Offiziere ausgegeben. Die älteren Offiziere zum Teil ihre Waffen eintauschen, ihre Revolver, gegen eine Pistole mit einem kleinen Aufpreis. Also man hat viel mehr von diesen Pistolen gebraucht. Und auch die 5000 haben nicht allzu lang gelenkt. Und als wir 1906 weitere Bestellungen machen, haben die Deutschen gesagt, geht nicht. Die Waffe ist nicht mehr in Produktion, wir haben ein neues Modell. Und wenn ihr unbedingt das alte Modell wollt, könnt ihr das schon haben. Das braucht relativ lang, bis wir so weit sind und wieder die Produktionslinien aufgefahren haben, oder? Würde man heute sagen. Und vor allem wird es sehr teuer. Also das wird eine teure Waffe, wenn wir nur für euch eine alte Konstruktion machen müssen. Oder? Also es war klar, das ist keine Option. Die Schweizer haben gesagt, ja, das neue Modell ist okay. Sie haben aber extra den Georg Luger nach Bern gestellt. Der ist im Herbst 1960 nach Bern gekommen, um die Waffe vorzustellen, vorzuführen. Und die Schweizer haben gesagt, nein, ja, das ist gut. Die Waffe, die ihr hier seht, abbildet, das ist vermutlich die Waffe, die der Georg Luger mitgebracht hat. Also eigentlich sind es zwei Waffen. Eine Testwaffe oder so vor diesem Modell hat die Schweizer schon im Sommer geschickt bekommen von Berlin und eine zweite hat der Georg Luger mitgebracht und er ist nach Bern gekommen im Herbst. Diese spezifische Waffe erkennt man an verschiedenen kleinen Details, unter anderem an diesem hier. Das ist GL, Georg Luger, das ist das Monogramm vom Erfinder. Waffen, die der Georg Luger selber abgegeben hat, sei das als Testwaffe, Versuchswaffe oder als Präsent, haben das Monogramm hinten drauf. Es sind noch ein paar andere kleine Features, wo man darauf schließen kann, dass das die ursprüngliche Testwaffe ist. Die war vor nicht allzu langer Zeit noch in einer Schweizer Sammlung, unterdessen ist sie in den USA. Ja, jetzt, die Schweizer hat gesagt, jawohl, wir nehmen diese Waffe
Man war überzeugt davon, dass das eigentlich ein Fortschritt ist. Und wenn wir jetzt mal schauen, was ist wirklich der Unterschied zwischen diesen Waffen? Wir haben hier auf der einen Seite, und das ist eigentlich fast vom Wesentlichsten, das Verschlusssystem und die Schliessfedern. Das alte Modell hat noch eine Plattfeder. Das ist suboptimal, das war nicht mehr State of the Art, denn da hat man eine Schraubfeder rein. Man hat das Verschlussgelenk, den Knäuelhebelverschluss noch ein bisschen angepasst. Das sieht man hier. Das alte Modell hat noch so eine Sperre gehabt, dass er nicht zu früh aufgeht. Das hat man als nicht mehr nötig erachtet, hat man geändert. Äußerlich sieht man es vor allem daran, dass hier so die Gelenkköpfe so abgeschrägt sind bei den alten Modell 00, bei den neuen nicht mehr. Die zweite wichtige Änderung, und das ist auch etwas, was immer wieder moniert wurde, im alten Modell sieht man nicht, ob die Waffe geladen ist. Das ist der Auszieher der Waffe, ob der Patron im Patronenlager ist oder nicht, das sieht man der Waffe nicht an. Beim neuen Modell hier ist der Auszieher so angeordnet, dass er leicht aufsteht, wenn eine Patrone im Patronenlager ist. Und dann steht noch geladen drauf. Und das war wirklich ein Problem, das war schon ein Kritikpunkt. Man sieht der Waffe nicht an, ob sie geladen ist oder nicht. Und jetzt, die neue, hat das eben. Also durchaus ein Fortschritt. Man muss sich bewusst sein, die ist schnell entstanden, die Pistole 1900. Oder? Das ist noch nicht so super ausgereizt gewesen, das System. Das war noch nicht in allen Details gut gewesen. Also es war nötig, dass man dort ein neues Modell gemacht hat. Es hat verschiedene Probleme gegeben mit der Pistole 1900, aber manchmal hat der Verschluss ist nicht sauber zugegangen, wir mussten von Hand noch zudrücken und so weiter. Das ist alles weggefallen mit dem neuen Modell. All die Pistolen, die die Schweizer bekommen von den Deutschen, haben am Anfang auf dem Patronenlager das sogenannte Kreuz im Strahlenkranz gehabt. Das haben schon die Prototypwaffen gehabt, 1899, 1900. Vermutlich hat das DWM oder der Luger aus Eigeninitiative darauf da, um ein gut Wetter zu machen bei den Schweizern, oder? Um zu zeigen, das ist doch schön, ein Schweizer Kreuz auf der Waffe. Und das ist dann weiter gebraucht worden. Die Deutschen haben aber, die DWM hat aber auch Pistolen gemacht mit dem Schweizer Kreuz, nicht nur für die Schweizer Armee, sondern auch für einen schweizerischen Privathandel. Es hat viele Leute in der Schweiz, die eine Parabellenpistole gekauft haben, zum Schiessen, Schützen, oder? Und für die hat man eine Bob-Pistole gemacht, wo das Schweizer Kreuz drauf hatte. Das ist offensichtlich nicht gut angekommen. Also es hat verschiedene Kommentare gegeben aus dieser Zeit, wo man das Gefühl hatte, das ist ein Missbrauch, das ist ein schweizerisches Hoheitszeichen, das darf die DWM nicht einfach auf Privatwaffen tun. Das war vermutlich der Grund, warum dass man ab 1908 das Wappen geändert hat. Ab 1908, ab der Seriennummer 9001, haben die das Wappenschild bekommen. Das ist die Zeichnung, die die Schweizer nach Berlin geschickt haben. Künftig möchten wir das Symbol drauf. Und das Symbol ist nie, oder das Emblem ist nie gebraucht worden für Privatwaffen. Das ist nur auf Militärwaffen. Und das hier ist hat die DWM weiterhin auf Privatwaffen drauf da, die man verkauft hat. Und später in den 30er Jahren die Firma Mauser, die die Waffe auch hergestellt hat, hat auch das Schweizer Kreuz drauf da. Vor allem für die Waffen, die man in Schweizer Privatmarkt verkauft. Ja, so viel zu diesen Wappengeschichten. Jetzt könnte man denken, oder, die Waffe ist eine Parabellenpistole, das ist eine gute Schützenwaffe, beliebte Waffe, ist weiter kein Problem. Es hat auch diverse Gegner gegeben von dieser Waffe. Zuerst mal hat in der Fachpresse verschiedene Stimmen gegeben, die sich gegen die Waffe geäußert haben. Interessant ist immer, wer mit welcher Absicht sich äußert. 1902 ist in der Zürcher Post der Artikel erschienen, wo die Waffe völlig verrissen hat. Das sind inferiore Waffen,
x Defizite aufgelistet. Interessant war immer, dass meistens Sachen schlecht waren, die bei Bergmann-Pistolen anders sind. Wie das häufig war, der Artikel ist anonym erschienen. Relativ schnell hat man herausgefunden, wer der Autor ist. Das war der Reinhold Günther. Günther war schweizerischer Milizoffizier, Fachpublizist, selbsternannter Experte und ein Lobbyist für die Firma Bergmann. Oder? Er hat dort natürlich für den Bergmann lobbyiert. Die Idee war immer noch, wenn man erst 2 Jahre, man hat erst angefangen zu liefern, vielleicht gibt es dann mal genügend Stimmen gegen die Waffe, dann gibt es eine neue Evaluation und dann kann man wieder ins Geschäft kommen. Eine andere Stimme ist der Richard Wille. Der Richard Wille ist ehemaliger deutscher General, auch Fachmann, Fachpublizist, hat viele Publikationen geschrieben über Rüstungsthemen in dieser Zeit. Und er war schon ein guter Bekannter vom Günther. Und er hat in seinem Buch, auch von 1902, Selbstladerfragen, hat er sich sehr negativ über Parabellenpistolen geäußert. Unter anderem mit dem Argument, wo man kann sagen, naja, also wenn ihr das hier leset, oder der Verschluss von der Parabellenpistole geht gegen hinten oben auf. Das heisst, er ist zwischen dem Auge und dem Ziel. Aber das seht ihr nicht beim Schießen, das geht so schnell. Der Vorwurf da, das versperre Sicht auf das Ziel. Also entweder hat er blank gelogen oder hat noch nie geschossen mit dieser Waffe. Oder? Aber interessant war, er hat hier sehr viele Punkte gebracht, ein bisschen ähnliche Punkte wie der Günther, aber mehr so ein bisschen auf Mauser-Pistolen bezogen, weil der Wille hat gute Beziehungen nach Oberndorf, zur Firma Mauser. Kurz vorher, also 2-3 Jahre vorher, hat er eine Publikation gemacht über die Mauser C96, wo er die Pistole sehr positiv gewürdigt hat. Also ist klar gewesen, was dahinter war. Der Vogel abgeschossen hat aber der Autor von diesem Buch. Ein Jahr später, unter dem Pseudonym Kaisertreu, ist das Buch erschienen, das Fachbuch über die prinzipiellen Eigenschaften automatischer Waffen. Ist durchaus ein gutes Buch, ist ein guter Beschrieb von dem damaligen Verschlusssystem, aber ist so ein bisschen stark gefärbt gewesen. Ganz auffällig, dass Rotpistolen sind immer sehr gut weggekommen. Also die Firma Roth, die ja schon Pistolen hat geliefert für die Versuche 1898. Parabellenpistole ist zur Schnecke gemacht worden, das ist gar nichts, oder? Und die Frage ist, wer ist eigentlich der Herr Kaisertreu? Der Herr Kaisertreu hat eigentlich geheißen Karl Kranka. Und der Karl Kranka ist der Chefingenieur und Direktor von der Firma Roth. Also er hat einfach hier unter einem Pseudonym seine eigenen Konstruktionen gepostet. Und das ist für gewissen Leute ein bisschen falsch rausgekommen. Es hat unter anderem eine Gegendarstellung gegeben von einem anderen Autor mit dem Titel «Ist Kaisertreu wahrheitstreu?» oder? Also es hat schon ein bisschen Staub aufgeliefert. Abgesehen davon ist das Buch interessant, also die Darstellung von der Funktion des damaligen Verschlusssystems ist durchaus auch heute noch durchaus brauchbar. Das war so ein bisschen die Gegnerschaft aus der Industrie. Also wir haben mit harten Bandagen gekämpft, wir hatten das Gefühl gehabt, wenn die Pistole ein bisschen schlecht angesehen ist in der Schweiz, vielleicht gibt es eine neue Evaluation und dann kommen wir wieder ins Geschäft. Bei den Schützen ist die Waffe sehr gut angekommen. Also man hat aber auch viele Privatwaffen verkauft. Die Schützen haben gemerkt, mit der schießt man sehr präzise, sehr gut, die ist besser als der Revolver. Die Schützen sind ja super klargekommen mit dieser Waffe, weil die haben sich mit dieser Waffe befasst. Das war ihr Hobby, die Waffe begriffen. Ein bisschen anders war es bei den Militär. Die haben die Waffe zu einem grossen Teil gar nicht gerne gehabt. Man hat diese Sache nicht getraut. Das ist vielleicht eine gute Sportwaffe, aber für einen Kriegseinsatz ist das nicht. Man hat nicht recht gewusst, wie die eigentlich funktioniert. Das ist so etwas ein bisschen Unheimliches. Oder das letzte Zitat hier, oder? Sehr emotional. Die unheimlich unvertraute Pistole, wie ein guter, alter, ehrlicher Revolver. Also, schön, oder, wie da argumentiert ist worden. Die Waffen sind gefährlich und das hat natürlich etwas gehabt, weil
Es hat diverse Unfälle gegeben mit dieser Waffe im Schiessbetrieb. Das hat verschiedene Ursachen gehabt. Zuerst einerseits haben gewisse Schützen das Gefühl gehabt, wir könnten da noch ein bisschen optimieren und haben versucht, einen Abzug zu basteln oder zu basteln. Das hat dazu geführt, dass Parabellumpistolen angefangen mitraillieren oder Doppelschüsse abgeben. Das ist nicht ganz ungefährlich. Und vor allem, wenn man die Technik nicht so im Griff hat, ist eine Waffe schon ein bisschen gefährlich. Man weiss nicht, ob sie geladen ist. Jetzt geladen, oder? Ja, es war wirklich ein Problem gewesen. Aber das Problem war zu einem grossen Teil hausgemacht gewesen. Da hat einfach die Armee versagt. Und die Armee hat die Ausbildung vernachlässigt. Man hat die Waffe einfach abgegeben im Dienst. Oder man konnte sie im Zeughaus abholen. Es hat Offiziere gegeben, die haben irgendwie Bedienstete geschickt, die für sie die Waffe im Zeughaus abgeholt haben. Keine Ausbildung. Es ist x-fach bestätigt, dass viele Offiziere die Waffen nach dem Schiessen zum Büchsenmacher bringen, zum Putzen, weil sie wissen nicht, wie man die zerlegt und zusammensetzt. Also das war ein hausgemachtes Problem gewesen. Aber wenn man eben die Waffe kennt, ist es eigentlich keins. Der Oberkriegskommissär, interessanterweise der von der nicht kombattanten Seite, oder, der hat das Gefühl, die Waffe ist kein Problem. Er hat sehr treffend ausgedrückt, oder? Weder gefährlich noch kompliziert. Es ist einfach, man muss sich einfach damit auseinandersetzen. Wenn man ausgebildet ist, ist das eine gute Waffe. Das ist auch der Grund, warum die Schützen damit klar kommen, weil die haben sich von sich aus damit befasst. Aber wie gesagt, er war eher ein bisschen in der Minderzahl, der Oberkriegskommissar. Man war nicht sehr angetan von den Pistolen in der Armee. Es ist sogar zum Politikum geworden. Nein, falsche Seite. 1909, Sommersession, hat man intensiv über die Gefährlichkeit dieser Pistole debattiert im Nationalrat. Also unglaublich, oder? Wenn wir vergleichen mit was sich heute unsere Parlamentarier auseinandersetzen. Interessant ist so die Begebenheit vom Nationalrat aus dem Aargau, SP, Major, der durchaus auch die Waffen nicht so gut gefunden hat, es ist nicht so kriegstauglich, hat aber auch gesehen, die meisten von seinen Kollegen wissen halt nicht, wie damit umgehen, und hat dann so den Spruch gemacht im Parlament, er sei überzeugt, da habe es diverse Herren drunter, die die Waffen daheim haben und keine Ahnung haben, wie man die zerlegen oder wieder zusammensetzen. Und das hat dann, heute würde man sagen, einen richtigen Shitstorm gegeben. Die bürgerliche Presse hat sich enerviert über den Lumpenhund vom Nationalrat, oder, der sich über das Offizierskorps lustig macht und so. Man hat einfach recht gehabt. Oder? 2 Jahre später ist dann noch einmal ins Parlament gekommen und noch einmal diskutiert worden, 1911 für Sommersession. Und die Folge davon war, der damalige Departementschef, Edward, falsche Ding da. Ja, genau. Der Edward Müller, selber ehemaliger Divisionskommandant, hat der Armee auf das aber einen Auftrag gegeben. Also, das sind die 3 Fragen. Im Wesentlichen geht es darum, ist die Waffe wirklich die richtige? Gibt es nicht etwas Besseres, Schleueres für die Armee? Daraufhin hat man eine Kommission zusammengestellt und das musste abklären. Das war nicht eine Pistolenkommission von Experten. Also so wie die Kommission, die in den 1890er Jahren die Pistolenbeschaffung durchgeführt. Es hat zwar schon auch Fachleute darunter gehabt, also vor allem der Direktor von der Waffenfabrik und der Chef der Schießschule Wallenstadt, aber sonst waren es Vertreter von der Truppengattungen. Leute, die manchmal nicht so viel im Hut hatten mit Schießen. Und in der Literatur kann man manchmal von den Versuchen von 1911 und 12 reden. Also Versuche waren das nicht. Es waren 3 Sitzungen, die man durchgeführt hat. Wo vor allem der Direktor von der Waffenfabrik seinen Kollegen ein bisschen erklärt hat, wie die Pistole funktioniert und wie das tut. Und ja, wir sind auch mal schiessen miteinander. Anfangs 1912. Der Direktor der Waffenfabrik hat neben der Ordnanzwaffe eine deutsche Parabellum-Pistole mitgenommen, aber noch ein paar handelsübliche Waffen, so einfachere Sachen, Taschenpistolen und so weiter. Und mit denen sind sie schiessen.
und haben festgestellt, dass die Schweizer Parabellum schon noch gut ist. Bis der Vertreter der Artillerie, der hat das Gefühl gehabt, also mit der Browning-Taschenpistole ist schon viel besser geschossen als mit der Parabellum. Das sieht natürlich weniger aus über die Qualität der Waffe als über die Schiessfertigkeit des Offiziers, oder? Also, wenn jemand sagt, mit einer Browning-Taschenpistole schießt er präziser als mit einer Parabellum, dann kann er einfach nicht schiessen. Hat er wahrscheinlich mit beiden Waffen nichts gereicht, aber mit der einen halt noch schlechter, oder? Wie auch immer. Nach 3 Sitzungen ist man zum Schluss gekommen, wow, es ist die richtige Waffe. Und das ist einfach genau das Bild, das wir vorher schon gesehen haben. Wenn man weiss, wie die Waffe funktioniert, und da hat man jetzt einfach in diesen Sitzungen Zeit gehabt, den Leuten mal zu erklären, wie das ist und wie die funktioniert und so, ist das eigentlich kein Problem mehr. Wir waren aber der Meinung, wir können schon noch das eine oder andere optimieren, vor allem ein stärkeres Kaliber. Ich muss daran denken, die Deutschen haben Parabellum-Pistolen im Kaliber 9 mm eingeführt, die Marine 1904, das Heer 1908 und die Deutschen waren ein militärisches Vorbild, auch für die Schweizer. Das war ein Thema und wir sind übereingekommen, wir bauen all die bestehenden Waffen auf 9 mm um und die künftigen stellen wir in 9 mm. Das ist nicht so eine grosse Sache, im Wesentlichen muss man den Lauf wechseln. Das ist aber nie zustande gekommen. Es hat auch nie einen richtigen Schlussbericht gegeben von dieser Kommission. Also der Departementschef hat nie eine Antwort bekommen auf seine 3 Fragen. Hat noch nicht gross gestört, wer hat das Departement gewechselt, oder? Das ist irgendwie versandet. Aber von dann an ist eigentlich die Frage im Wesentlichen klar gewesen, wir bleiben bei Parabellum-Pistolen. Wir haben nachher von dem neuen Modell, das neue Modell, das ich gezeigt habe, das ist das Modell 1900/06 oder kurz das Modell 06. Von dem Modell 06 hat man noch über 10'000 Stück beschafft. Und im Juli 1914 sind die letzten 700 Waffen aus Berlin gekommen, Kriegsmobilmachung und nachher nicht mehr. Und die DWM hat natürlich nicht mehr Pistolen in die Schweiz geliefert, weil die haben andere Prioritäten gehabt. Wir haben zwar noch versucht zu verhandeln mit den Deutschen, aber am Schluss ist nichts rausgekommen. Was aber mehr hat Problem gemacht, das ist das MG11. Weil das Standardmaschinengewehr der Schweizer Armee war eben auch eine DWM-Waffe. Von denen hat es auch keine mehr gegeben. Und die Waffenfabrik Bern hat nachher in relativ kurzer Zeit, bis im Laufe von 1915, die ersten MG11 aus eigener Produktion geliefert. Das ist ja so eine beachtliche Leistung. Wir haben bei Null angefangen, also wir hatten nicht irgendwelche Konstruktionszeichnungen gehabt. Wir mussten das Zeug selber vermassen neu, wir mussten die Werkzeuge bereitstellen. Also das ist eine stolze Leistung. Und noch daran denken, daneben ist noch die Produktion von den neuen Infanteriegewehr und Karabiner 11 gelaufen. Die Pistole hat man ein bisschen hinten nachgestellt und gesagt, ja, das ist jetzt auch nicht kriegsentscheidend. Und wir halt, als man keine Pistole mehr hatte, mit dem Revolver ausgegeben. Und 1916 ist man zum Schluss gekommen, nein, es gibt wahrscheinlich wirklich keine Pistole mehr aus Berlin. Wir haben auch ein bisschen gehofft darauf, es gibt einen kurzen Krieg, oder? Wie viel das Gefühl hatten dann. Und 1916 hat man gemerkt, der Krieg wird wahrscheinlich so kurz nicht. Und dann ist der Auftrag gekommen, an die Waffenfabrik eigene Pistolen 1900/06 herzustellen, also die Waffen zu kopieren quasi. Und das hat sich ein bisschen verzögert, aus verschiedenen Gründen. Die ersten Pistolen 06 aus der Waffenfabrik sind nach dem Kriegsende, gerade Ende 1918, in Zeughäuser geliefert worden. Die Schweizer haben also im Wesentlichen das Modell 1900/06 1:1 kopiert. Übrigens, es hat nie irgendwelche Lizenzgebühren gegeben, es war keine Forderung von den Deutschen. Das war eine Raubkopie, würde man heute sagen, hat aber auch niemand gestört. Das ist noch ganz bekannt. Wenn wir die Waffen anschauen, was ist eigentlich jetzt da der Unterschied? Im Wesentlichen ist es eigentlich eine Kopie, es sind äußerliche Unterschiede. Natürlich, wir haben hier den Schriftzug oben auf dem Verschlussvordergelenk Waffenfabrik Bern und nicht mehr da der verschnörkelte Schriftzug DWM, Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken. Auch das Schweizer Kreuz hier fehlt, man hat dafür ein Kreuzchen hier. Dann hat man sich bemüht gefühlt, offensichtlich
die Griffschale ein bisschen aufzuhübschen, indem sie so einen Rand haben, der nicht keine Festhaut aufweist. An dem erkennt man so eine Berner Waffe von weitem im Vergleich zur deutschen. Oder? Die Griffschalen sind sehr auffällig. Das Magazin, der Magazinboden ist schon ein Unterschied. Die Deutschen haben hier so ein Metallplättchen drin. Das Metallplättchen ist auch eine Folge der Versuche von 1899. Die Schweizer haben dort wollen, dass man das Magazin seitwärts weiss markiert, dass man besser sieht, ob ein Magazin drin ist oder nicht. Damit man die Metallplättchen nicht da. Relativ gleich hat man gemerkt, dass das eigentlich nichts bringt und nicht nötig ist. Also wir haben es weggelassen. Das Einzige, was an dieser Waffe technisch ein bisschen anders ist, minim, das ist da vorne beim Verschlusszylinder. Wenn ihr da schaut, das ist so eine Stufe hier, die hier nicht ist. Wir haben dort eine Verstärkung gemacht. Der ist leicht verstärkt, weil das ein bisschen ein Problem war. Es hat ab und zu Ausreisser gegeben in diesem Bereich hier, neben dem Auszieher. Hat so Teile ausgerissen, hat es ein bisschen Ausbrüche gegeben. Das ist so ein Problem, das es hier und da gegeben hat, bis die noch viel geschossen haben. Aber sonst ist es eine 1:1 Kopie. In dieser Zeit, 20er, 30er Jahre, ist nicht viel gelaufen, rüstungsmässig in der Schweizer Armee. Wir hatten tiefe Budget gehabt, wie viele andere Länder auch. Das einzige wichtige Geschäft, oder eines der wenigen wichtigen Geschäfte, die man abschließen konnte, oder die einzige Rüstungslieferung, das ist das LMG 25, das leichte Maschinengewehr. Und das hat auch eine gewisse Bedeutung für das Thema von heute Abend, weil der Konstrukteur von dem LMG, das Adolf Furrer, Direktor der Waffenfabrik damals, der hat für das LMG das gleiche Verschlusssystem gewählt wie Parabellum-Pistolen. Und er hat zahlreiche Waffen, automatische Waffen konstruiert in den 20er, 30er Jahren, alle auf dem Kneuhebelprinzip. Junge seht ihr, das ist ein Parabellum-Verschluss, dann kommt der von einer Maschinenpistole, wäre eine andere Geschichte, Maschinenpistole 41, das wäre eine sehr schlechte Konstruktion vom Furrer, aber ihr seht, das wäre eine andere Geschichte. Das hier ist der LMG-Verschluss, das ist der Verschluss von einer 20 mm Flakkanone, 38. Und dann geht es noch weiter, es gibt Tankbüchse 24 mm mit diesem Verschluss und eine Flakkanone 38, Kaliber 34 mm. Alles auf dem Parabellum-Verschluss. Der Furrer war der Parabellum-Spezialist. Und eben zurück zur Parabellum-Pistole. In dieser Zeit, in den 20er Jahren, wir müssen sparen. Hat man halt auch festgestellt, und man hat alle Kosten mal, kostenmässig die Armee gut erleuchtet, nicht sehr relevant, aber doch auffälliger Posten ist die Pistole. Pistolen, die die Waffenfabrik macht, die sind einfach zu teuer. Also eine Parabellum-Pistole aus der Waffenfabrik aus den 20er Jahren verglichen mit irgendeiner, also mit einer, die in Berlin gemacht wurde nach dem Krieg, das sind Faktor 2-3 Preis. Oder? Der Preis muss runterkommen. Der Vorher hat den Auftrag gehabt, die Waffe umzukonstruieren, dass sie vor allem günstiger wird. 1927 hat er angefangen, 1929 ist die Waffe etwa vorgelegen und dann ist es noch eine Zeit lang gegangen, bis sie in die Produktion ist gegangen. Das ist das neue Modell. Ab 1933 ist das neue Modell hergestellt worden von der Waffenfabrik und das alte Modell war noch in Produktion, eben auch bis 1933. Das ist so, heute würde man sagen, reduced to max, also Optimierung durch Konzentration auf das Wesentliche. Das ist wirklich eine interessante Konstruktion. Es ist natürlich immer noch eine Parabellum-Pistole, das Handling ist eigentlich genau gleich. Aber man hat wirklich alles weggelassen, was Zusatzkosten macht und nichts bringt. Man hat es auch noch ein bisschen optimiert. Zumindest hat er vorher den Eindruck gehabt, das Verschlusssystem müssen wir noch ein bisschen dran schrauben. Die Steuerkurven sind noch nicht ganz gut. Und es ist eigentlich die letzte Entwicklungsstufe der Parabellum-Pistole. Die Deutschen haben auch noch Parabellum-Pistolen gemacht bis 1942, aber die waren immer noch gleich wie 1908. Also ein bisschen das mehr barocke Aussehen, oder? Und das ist jetzt wirklich der letzte Entwicklungsschritt. Wenn wir ein bisschen schauen, was da alles gemacht ist worden daran, rein äußerlich, aber eben äußerlich preissparend, oder? Das ganz auffällig ist die gerade Vorderkante. Das ist halt einfach billiger zum Herstellen.
Die Griffsicherung ist ein bisschen anders, die ist einfach billiger gemacht worden als die ursprüngliche. Man hat hier gespart, wenn ihr das hier mit dem hier vergleicht, einfach billiger hergestellt, rund gedreht, hat oben noch ziemlich Kosten gespart. Man hat überall ein Bedienungselement, hat keine Fischhaut drauf, braucht man nicht, das funktioniert genauso. Man hat zum Beispiel hier zwischen Verschlussvordergelenk und Verschlusszylinder nicht mehr einen Stift, sondern einfach eine Niete drin. Die Griffschalen sind aus Kunststoff, die Magazinböden auch. Ja, und noch hier noch die Seitenplatte, das ist so die Rippe dort, das ist nicht wie man hier häufig hört, eine Verstärkung, sondern das ist einfach ein Arbeitsgang gespart. Die hier hat auch mal so ausgesehen, hat man sie oben noch weggefräst, dass sie ein bisschen leichter wird. Das hat man einfach weggelassen. Die Waffe ist leicht, ganz wenig schwerer als die ursprüngliche, aber ist genauso präzise, funktioniert genauso gut, ist robuster. Nicht zuletzt, weil man eben hochwertigeren Stahl verwendet hat. Man hat zuerst mal auch Masshaltung gemacht, also die Teile sind von Anfang an viel präziser gefertigt, sodass beim Zusammensetzen oder bei Reparaturen nicht so viel Nacharbeit mehr nötig ist. Also, das ist klar die bessere Waffe. Zur Enttäuschung der Sammler hat man auch nicht so viele Varianten gemacht, oder, von dieser Pistole. Der einzige Unterschied, den man eigentlich sieht, also für Sammler, also, wenn man nicht irgendwelche Stempelformen, als Variantenkriterium nimmt, sind eigentlich die 3 Griffschalen. Man hat unterschiedlich farbige Griffschalen. Und eigentlich ist der Unterschied zwischen der ersten und den 2 anderen Varianten. Wir hatten am Anfang so rote Griffschalen gehabt. Kunststoff, Ganevasit, sehr brüchig. Es hat viele Schäden gegeben, wenn das Magazin nicht lackiert ist der Magazinboden schon verbrochen. Und man hat nachher, aber bei 7000 Exemplaren, hat man nachher zuerst braune und dann auch schwarze Griffschalen montiert. Also zuerst die braune gekommen und dann hat man ein ähnliches Material mit schwarzen, aber von dann an war es gemischt, man kann es nicht mehr genau zuordnen. Eine Zeit lang hat es mehr schwarze gegeben, am Schluss wieder mehr braune, wahrscheinlich unter welchen Kisten man sie aufbewahrt hat. Aber der rote Kunststoff, das war ein bisschen das Problem. Ja. Was man auch gemacht hat, sind Privatpistolen. Die Waffenfabrik hat immer Privatwaffen gemacht, also für Schützen, für Privathandel. Gewehr, Revolver, die haben meistens vor der Seriennummernbereich gehabt und vor der, manchmal nachher, aber meistens vor der Nummer noch ein P, das zur Nummer gehört hat. Also nicht der Privatisierungs-P, oder, wo der die Waffe übernehmen ins Privateigentum nach dem Ende der Dienstzeit eingestempelt wird, sondern ein P, das direkt zur Seriennummer gehört. Wir haben von diesen Waffen etwas über 1600 gemacht, für Privatpersonen, aber auch für Behörden und Polizei. Also die Waffe, die hier abgebildet ist, das ist eine sehr frühe Privatwaffe, die hat der Stadtpolizei Schaffhausen gehört. Ja, im Laufe der 40er Jahre, schon während dem Krieg, ist wieder die Idee gekommen, man braucht die eigentlich zuerst eine einfachere und billigere Waffe. Das hat man immer gerne gehört, aber man hat gemerkt, dass mit einfacher und billiger bringt man auch keine präzise Standwaffe her. Oder? Aber man hat gesagt, man braucht vor allem eine 9 mm Pistole. Das war so ein bisschen die Erkenntnis im Krieg schon. Man hat auch Maschinenpistolen im Kaliber 9 mm beschafft, Standardpatronen. Und man hat dann angefangen, Versuche zu machen mit den 9 mm Pistolen. Hier im Zentrum, das ist eine SIG-Pistole, man sieht es schon fast, das ist ein Vorläufer von P210. Das ist eine Weiterentwicklung von einer französischen, sogenannten Petter-Pistole. Die war relativ gleich mal in den Versuchen immer zuvorderst dabei gewesen. Die Hauptkonkurrenz ist aus der Waffenfabrik gekommen. Zuerst hat man diese Waffe hier gemacht, das ist die Pistole 43. Das ist eigentlich im Wesentlichen eine Kopie von einer belgischen FN High Power in unterschiedlicher Ausführung. Sehr fortschrittlich, doppelreihige Magazin, also Waffen mit 15, 16-schussigen Magazin, schon dann, oder? Auch sehr präzise. Die Armee hat immer gesagt, wir möchten aber eigentlich eine handlichere Waffe. Das war ein bisschen widersprüchlich, die Äußerung, aber handlich war gut. Und dann ab 1947, also schon nach dem Krieg, ein neues Modell, Modell 47 von der Waffenfabrik, ein anderes Verschlusssystem, sehr handliche, sehr feurige Waffe und offensichtlich sehr präzise.
Und am Schluss war der Kampf zwischen dem Nachfolgemodell von dem Vorläufer der SIG und der da. Was letztlich die bessere Pistole war, da könnte man jetzt noch darüber streiten. Man hat sich dann für die SIG entschieden. Also wenn man die Akte ein bisschen anschaut, also es ist schon fast ein bisschen unanständig, wie die SIG lobbyiert hat. Oder? Da haben sie also Briefe an alle Parlamentarier, an die Regierung und geklagt und wir gehen dann schon unter, und wenn wir nicht endlich einen Auftrag haben. Also es ist schon ein bisschen stark lobbyiert worden. Aber die Waffe, die sie hatten, war gut, das ist unbestritten. Heute sind das ganz, ganz seltene Sammelstücke. Pistole 47, da in der Hamm-Sammlung gibt es noch 2. Das sind auch seltene Sammelstücke, aber es gibt deutlich mehr gegeben von denen. Ja, während dieser Versuche hat man aber einmal mehr das Gefühl gehabt, wir müssten halt vielleicht doch noch Parabellenpistolen auf das Kaliber 9 mm umrüsten. Weil wenn man eine neue Pistole hat, hat man ja noch bei den älteren Offizieren Parabellenpistolen, Einheitspatronen, umrüsten auf das Kaliber 9 mm, kein Problem, Laufwechsel. Das ist eine gröbere Geschichte geworden. Man hat Präzision praktisch nicht hergebracht mit dem 9 mm Lauf. Am Schluss hat man es so knapp hergebracht, mit viel Ausschuss. Aber wir reden auch nicht von militärisch relevanter Präzision, natürlich. Die nicht präzisen Schweizer Parabellenpistolen sind natürlich noch einiges präziser als die deutschen 08 Parabellenpistolen. Das hat einfach nicht gelangt für das Schweizer Bedürfnis. Oder? Man hat also relativ lang an denen herumgebastelt. Am Schluss hat man sie irgendwann einschlafen. Da sieht man übrigens, das ist jetzt so eine Versuchswaffe, die man den Versuch gebraucht hat. Auch die ist in der Sammlung haben. Hier unten als Gegenüberstellung, das ist ein 765 oder ein 9 mm. Man sieht schon das Erscheinungsbild, der Lauf ist viel bulliger. Es sind noch relativ gesuchte Waffen bei Sammlern. Es sind rund etwa 200 9 mm Läufe, 120 cm lang. Das ist so die Standardlauflänge der Schweizer Parabellenpistolen, sind gemacht worden. Ja, und Nachfolgerin nachher eben ist dann die Pistole SIG P210 oder eben Pistole 49. Da muss ich nicht viel dazu sagen, das kennen die meisten von euch, das ist eine hervorragende Waffe. Wenn man die in die Hand nimmt und die Pistole 47 von der WF, also ich würde halt einfach sagen, wenn ich eine Waffe tragen müsste, wäre mir die von der WF lieber. Die von der WF kann ich mit dem Daumen Sicherung problemlos bedienen. Macht ihr das mal mit einer 210er, mit der originalen Sicherung. Die WF-Waffe ist handlicher, führiger. Also, die gehört schon ein bisschen, ich finde die WF-Waffe schon noch toll. Aber wie gesagt, das war kein Thema gewesen. Am Schluss. Damit ist aber eigentlich noch nicht fertig, weil in der Schweiz hat man Parabellenpistolen noch lange im Dienst gehabt. Im Handbuch Small Arms Today, das ist so eine Zeit lang ein Handbuch, das fast jährlich ist, wo man hat weltweit aufgelistet, was für Small Arms, also Handfeuerwaffen in den verschiedenen Armeen im Einsatz sind. Hat es zur Schweiz eben geheissen. Parabellum, Modell 0629, ist immer noch im Einsatz, aber obsolet, also veraltet. Und das ist die Auflage von 1988. Man kann davon ausgehen, dass Waffen, also dass Parabellenpistolen bis in die 90er Jahre noch militärisch geführt wurden. Heute noch mal so eine Milchbüchlein-Rechnung machen, oder? Ein Offizier, der so 1949, 50, also noch gerade eine Parabellum gefasst hat, wenn er etwas über 60 ist worden und dann noch in Dienst steht, hat er immer noch eine Parabellum gehabt. Und es hat durchaus dann zumal Leute gegeben, die noch nicht über 60 noch Dienst gemacht haben. HSO natürlich, aber auch andere. Also ich mich erinnern, vor etwa 15 oder was Jahren irgendeine so eine militärische Übung in dem Stab, wo ich Dienst habe, kommt ein Milizoffizier daher, der macht seine letzten Diensttage und ist über 70 gewesen. Also von dem her gesehen, ich kann davon ausgehen, bis in die 90er Jahre hat es Parabellenpistolen noch gegeben, militärisch. Ist immer noch nicht fertig, weil die Parabellenpistolen sind, also die Fertigung ist eingestellt worden vom Modell 0629 für die Armee im 46, Ende 46, für die Zivile, wir haben noch zivile Waffen, also Privatwaffen nachher produziert, im 47. Und in den 50er Jahren hat man noch einfach schachtelweise Bestandteile gehabt, von allen verschiedenen Modellen. Und dann hat man noch ein bisschen zusammensetzen.
Es hat so drei Typenserien, also so 3 Grundtypen gegeben, sage ich jetzt mal. Am meisten sind von denen gemacht worden. Das sind noch Griffstücke vom ersten Modell, vom Modell 1900. Und vor allem mit Verschlussteilen vom modernsten Modell, von 0629. Da sind mehrere Dutzend gemacht worden. Die sind zum Teil als Geschenkwaffen abgegeben worden, für verdiente Mitarbeiter, als Schützenpreise und so weiter. Von denen sind immer noch diverse vorhanden in der Bundessammlung. Ein bisschen weniger hat man gemacht von denen da. Die unterscheiden sich vor allem darüber, dass es eben nicht 06er Griffstücke sind, also nicht von den ganz alten. Und die haben, das sieht man hier nicht, die haben den Verschluss ein bisschen anders. Bei der einen ist noch ein DWM-Verschluss, bei der anderen ist es schon ein Waffenfabrikverschluss. Und der hat hier ein Verschlussgehäuse von den 29, also das Gabelgehäuse von den 29er und da ist es von den 06er. Also das sind so kleine Unterschiede. Sogenannte Spezialserie. Auch bei Sammlern sehr gesucht. Und es ist nicht so, wie man zum Teil in der Literatur lesen kann, dass gerade die hier Waffen da, das ist ein Übergangsmodell zwischen der 06 und der 29, weil sie einen Seriennummernbereich dort angeschlossen haben, das ist Unsinn. Das sind wirklich Montagen aus den 50er Jahren. Und er ist immer noch nicht fertig. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist das Interesse gestiegen an Parabellum-Pistolen, also bei Privatleuten, Sammlern und Schützen, vor allem in den USA. Man hat sehr viele Waffen aus Europa importiert in die USA, langsam ist das aber auch schwieriger geworden. Und so ein bekannter oder berüchtigter Waffenhändler, Sam Cummings aus den USA, der hat versucht, in Europa Firmen zu motivieren, wieder Parabellum-Pistolen herzustellen für den amerikanischen Markt. Es ist Vorstellung geworden in Bern und beim Mauser in Oberndorf. Bern hat gesagt, wir machen eigentlich keine Pistolen für den Privatmarkt, wir sind ein staatlicher Rüstungsbetrieb, wir arbeiten für die Schweizer Armee. Aber wir haben gleich einmal ein Modell noch gemacht. Vielleicht hat man gerade ein bisschen Zeit gehabt für so etwas. Und es ist eine Pistole entstanden, das Modell 2965. Und da hat man wirklich noch einmal versucht zu sparen, was man kann. Keine Griffsicherung mehr, ein bisschen einfacheres Verschluss. Also Verschlusszylinder. Hier vorne ein anderer Lauf. Der Lauf hat einen anderen Übergang vom Laufbund zum Rohr. Der Lauf ist aber auch schon früher verwendet worden als sogenannter Ersatzlauf. Hier seht ihr, da ist etwas genietet und nicht aus dem Vollen gemacht worden. Ja. Es hat ein Modell gegeben, das war in einer deutschen Sammlung, bei einem führenden Mitarbeiter der Firma Mauser, und was heute ist, weiss ich nicht. In Oberndorf war er aber erfolgreich, der Sam Cummings. Und die Deutschen Mauser hat angefangen, wieder Parabellum-Pistolen herzustellen. Ende 60er, Anfang 70er Jahre. Und die ersten haben sehr ähnlich ausgesehen hier, wie die Schweizer Ordnanzpistolen. Das hat einen gewissen Hintergrund, weil die Firma Mauser hat nachher Kontakt aufgenommen mit der Waffenfabrik Bern. Man Sachen austauschen, ob sie noch Bestandteile aufkaufen, Zeichnungen und so weiter. Die Berner haben dort ein ganzes Paket geschnürt mit Teilen, mit etwas noch Waffen, mit vor allem eben Arbeitslehren, Zeichnungen, und das ist alles nach Deutschland verkauft worden. Und die Deutschen haben angefangen, so Parabellum-Pistolen zu machen. Das waren sehr teure Waffen. Also, die konnte man in der Schweiz kaufen, noch bis in die 80er Jahre rein. Sind die ab und zu gefunden im Waffenhandel. Heute findet man sie immer noch als Sammlerwaffen. Sie waren aber wirklich teuer gewesen. Und etwas hat sich zerschlagen für die Firma Mauser. Mauser hat gedacht, wir könnten mit diesen Pistolen, weil es ja praktisch eine Kopie ist von einer schweizerischen, aber wir könnten mit denen noch in der Schweiz Geschäft machen, weil die könnte man im ausserdienstlichen Schiesswesen einsetzen. Da hat die Schweiz abgewunken. Also die Mauser-Pistolen, Nachkriegspistolen, sind nicht zugelassen für im ausserdienstlichen Schiesswesen. Interessanterweise hat man all die zivilen Parabellum-Pistolen aus den 20er und 30er Jahren und noch vorher, oder? Kein Problem. Aber die hat man nicht zugelassen. Hat verschiedene Gründe gehabt. Ja. Und jetzt ganz zum Schluss hat noch eine kleine Nachgeschichte, oder? Hier gerade in diesem Umfeld hier. Wo die Firma Mauser aufgehört hat,
haben sie auch, was sie noch hatten, haben sie an Sammler verkauft, noch für Bestandteile und so weiter. Unter anderem Arbeitslehre. Also das sind ja die Dinge, oder, die man teilen kann, überprüfen, ob sie masshaltig sind und so weiter. Und das war noch ziemlich viel wahr. Das ist ein 1,5-facher Lehrersatz für Parabellumpistolen aus der Schweiz, den sie selber gar nicht gross brauchen konnten. Und das ist an einen bekannten holländischen Sammler gegangen. Und nach seinem Tod haben seine Nachkommen die Lehre verkaufen. Das war ein deutsches Auktionshaus für 50'000 €, ist nicht verkauft worden. Und vor etwa 2 Jahren hat der Sohn von diesem Sammler ein Angebot gemacht für 10'000 €, auch hier in der Schweiz. Wir konnten organisieren, dass der ganze Lehrersatz von der Waffenfabrik Bern jetzt wieder in der Schweiz ist. Also der lagert jetzt zurzeit, glaube ich, in Burgdorf. Müsste irgendwann mal auspacken, ja. Aber das ist jetzt wieder zurück, das ist so, da schließt sich ein bisschen der Kreis. Ja, Fazit. Vorreiter, die Schweizer als Vorreiter hier durchaus. Eine anspruchsvolle Waffe. Wenn man eine völlig neue Rüstungstechnologie einführt, eben eine Selbstladepistole, muss man eben auch die Ausbildung sicherstellen. Das war wirklich so eine Leidensgeschichte am Anfang. Und viele waren wirklich überfordert damit. Ja, und man hat doch eine rechte Anzahl von diesen Waffen beschafft im Laufe der Zeit. Ja, kann ich Fragen beantworten? Oder? Ja. Ich habe 2 Fragen. Entschuldigung, ja. Ich würde gerade mit dem Mikrofon zu Ihnen kommen. Ich kann da unterschreiben. Ich habe 2 Fragen. Ich habe bei meiner 06 Waffenfabrik allen Orten U-Kinder. Aber bei der Schweizer 0624, das 24 ist ja irgendwie exotisch entstanden, dort habe ich eine V-Kimme. Also, die Kimmengeschichte. Oder die Parabellumpistolen aus Deutschland hatten eine V-Kimme. Und zum Schiessen ist es für viele Leute gäbiger, wenn man so eine größere U-Kimme hat, so einen Ausschnitt. Und darum haben viele zum Teil das nachgearbeitet. Wenn man so eine private Pistole macht, darf man das. Wenn man es in der Ordnanzwaffe macht, ist es nicht ganz koscher, oder? Und die schweizerische 06-Pistole, die alle ursprünglich eine V-Kimme hatten. Die Schweiz hat erst mit der 29er-Pistole, also mit der 0629, U-Kimme gemacht. Also wenn ihr eine 06 habt, mit einer U-Kimme ist die nachgearbeitet. Ist die nicht original. Es gibt Sammler, die das stört. Es gibt Sammler, die sagen, das ist ein Teil der Geschichte der Waffe, das gehört dazu. Kann man unterschiedlich sehen. Soweit? Weitere Fragen? Ja. Merci. Wir haben uns jetzt vor allem auf Europa konzentriert, Deutschland, Schweiz oder, von dieser Waffe. Aber es gibt ja noch andere grosse Nationen, die Waffen produziert haben. Wie ist es speziell mit den USA? Hat die US-Armee nie Interesse gehabt an dieser Parabellum? Und ja, 1911 ist ja nicht der 1911 gekommen, oder? Wie grenzt sich das dort ab? Oder wie war die Entwicklung der gesehen? Oder hat sie überhaupt nie eine Rolle gespielt? Also, es hat durchaus eine Rolle gespielt. Die Amerikaner haben so Herbst 1901 1000 Pistolen beschafft in der DWM. Also von den Modell 1900, oder? Vom ersten Modell. Die sind ja erkennbar daran, dass sie so einen Doppeladler haben, oder? Der, wo die Schweizer Kreuz haben. Für militärische Versuche. Die sind also im 8000er Nummernbereich in den USA sehr hoch gezahlt. Mit dem hat man Versuche gemacht, aber was halt für die Amerikaner letztlich ein No-Go war, das ist das Kaliber. Das Kaliber. Man hat dem wirklich kleinen Kaliber nicht getraut. Bei späteren Versuchen nochmal hat die DWM 2 oder 3 Parabellum-Pistolen hergestellt im Kaliber 45. Die sind in den USA erprobt worden. Eine ist, glaube ich, meines Wissens noch beleidigt, dass sie ist bei einem Sammler.
Bei den anderen ist es nicht so ganz klar. Also das wären Waffen, die in den Hunderttausenden gehandelt würden heute, oder? Und es gibt diverse Kopien. Also offiziell, es gibt diverse, die mehr oder weniger gute Kopien von denen machen. Von den 45er Parabellum, aber also neueren Datums, oder? 90er Jahre, 80er Jahre und später. Weitere Fragen? Ja. Ich habe noch die Frage, ich habe eine Börse, Parabellum in der Hand, die so eine Mischung war zwischen der DWM und der 29er. Jetzt, wie ich vorhin erfahren habe, ist ja das häufig für den Zivilmarkt hergestellt worden. Der Verkäufer ist aber, hat hieb- und stichfest behauptet, nein, das sei gemacht worden für die Bahnpolizei. Da haben wir also die Restteile zusammengetan. Gibt es da Hinweise, dass das könnte sein, oder ist das effektiv, wie du vorhin gesagt hast, für den Zivilmarkt aus Restbestand? Ups, das war falsch gewesen. Da. Ist jetzt die Frage, was du genau meinst. Wäre das so etwas in dieser Art hier, wo man das Griffstück DWM, Griffstück DWM, Griffstück DWM und oben Verschlussteile von 29er hat? Es hat, ich weiß nicht mehr genau, was das Wappenschild oder Strahlenkranz ist und nachher auf dem Gelenk ist noch DWM gestanden. Ja, also, das könnte zum Beispiel so eine gewesen sein, oder so eine. Die haben ein Wappenschild, zum Teil, also, warte mal, die natürlich nicht, die hier, die hat noch nicht ein Wappenschild, ein Strahlenkranz, Wappenschild gibt es keine solche. Die hat noch einen Strahlenkranz und die hat hier einen Teil von einer WF-Waffe drin. Das könnte schon so etwas gewesen sein. Aber für die Bahnpolizei hat nie irgendwo einen Hinweis gefunden darauf. Also, die da hier, also das Modell da, die haben angeschlossen an Privatnummerierung vor dem Krieg, also an 26.600 und weiter. Und die da hier, die haben angeschlossen von Nummerierung im 30.000er Bereich an die normale militärische WLF. Was übrigens auch noch möglich ist, was man auch gemacht hat mit normalen Ordonnanzpistolen 1906, also DWM-Waffen, hat man zum Teil, oder auch WF-Waffen 1906, hat man, wenn man sie repariert hat man ein 29er-Gelenk da hängen, mit diesen Gelenkköpfen da rein. Das sieht man ab und zu. Das war einfach eine Standardreparatur. Das könnte es ja sein, aber die Bahnpolizei, da sehe ich den Zusammenhang nicht, ich wäre auch nie über irgendetwas gestolpert. Was man manchmal noch hört, bei diesen Waffen hier, die einen Strahlenkranz drauf haben, hört man häufig noch den Spruch, das sei für einen Zoll. Weil der Strahlenkranz ist ja heute noch das Logo vom Zoll, oder? Aber das ist Nonsens. Also das GWK hat Parabellum-Pistolen gehabt, aber 29er ganz normal. Eine Frage zur Munition. Wir sind jetzt 125 Jahre nach der Einführung. Hat an dieser Munition und an der Triebladung nichts mehr geändert in diesen 120 Jahren? Also da ist ja nitrierte Schussbaumwolle drin. Oder hat es auch eine gewisse Entwicklung gegeben? Es hat sehr viele Entwicklungen gegeben. Ich kann dir natürlich mein Buch empfehlen. Das bezieht sich aber nur auf die 7,65er Patronen, also nicht auf 9 mm. Die Patrone ist vorzu weiterentwickelt worden. Man hat dauernd ein bisschen optimiert, da ein bisschen optimiert. Hat x Versuche gegeben. Irgendwann, in den 80er Jahren, hat man irgendein Los gehabt, das, glaube ich, ein bisschen zu viel auf Gefühl vorausgeführt hat. Und hat man das Ganze halt völlige Neuversuche für den Patron, dass das wieder gut ist und so. Und man hat x so Entwicklungen gehabt. Das ist normal, das ist auch bei anderen Patronen so. Aber es ist immer noch Nitrocellulosepulver, das ist klar. Ja. Alex, könntest du noch etwas sagen über die paar weniger längeren Läufe, die man gemacht hat für die Militärwettkämpfe? Das ist ein Thema, und das ist ein spannendes Thema nicht zuletzt, weil
Da sind wir auch wieder in der Fälschungswelt drin, oder? Bei den Sammler und Fälscher, oder? Also ist es so, 1949, Weltmeisterschaft in Buenos Aires, haben die Schweizer für die Nationalmannschaft, also die WF, Pistole 0629 zur Verfügung gestellt und hat extra lange Läufe produziert dafür. Und zwar Läufe 170 mm und 200 mm. Die normalen sind 120, oder? Und wir haben einen Versuch gemacht, welche Lauflänge ist am günstigsten, und hat sich nachher bei den 170 mm Läufen gefunden. Die Läufe sind nummeriert, 1 bis 20, zweimal. Es hat zweimal 20 Läufe gegeben, also mehr als man gebraucht hat. Die Schweizer waren erfolgreich, darum ist das so ein Thema, oder? Der Heinrich Keller, Polizist, Jucker aus dem Thurgau, ist Weltmeister geworden. Und die Schweizer sind als Mannschaft zweit geworden hinter den USA. Als die Waffen sind zurückgekommen, hat die WF die alle wieder entgegengenommen, alle Läufe demontiert, mit den normalen Läufen drauf da. Man könnte ja die wieder militärisch nutzen, oder? Und darum, wenn heute Waffen auftauchen mit langen Läufen, wo man sagt, die sind für die Weltmeisterschaften gebraucht worden, so, ist das garantiert mal falsch. Weil die sind alle zurück, die WF hat gesagt, normalisiert worden. Es waren aber die 2x20 Läufe genommen. Und die WF hat die Läufe zum Teil verkauft, Maus haben ein paar bekommen, Händler haben bekommen, gewisse Sammler. Wie das so war bei der Waffensammlung von der WF, gewisse Sachen sind irgendwie diffundiert. Und plötzlich sind wieder Waffen auftaucht mit solchen Läufen. Die WF hat selber gesagt, sie haben bei 3 oder 4 solchen Waffen mal nachträglich wieder Läufe drauf da. Bei anderen 29 aus einem anderen Seriennummernbereich für irgendwelche Testzwecke. Aber die meisten, die jetzt auftauchen mit langen Läufen, sind nachträglich drauf da worden. Das kann durchaus legitim sein, das ist okay, wenn es als das ausgeht. Und eine interessante Begebenheit hat man kann man heute im Bundesarchiv nachlesen, das ist unter anderem Korrespondenz abgeleitet zwischen Sammler und Waffenfabrik, oder? Wo es ein bekannter Sammler, 1970 meldet, bei der WF und sagt, ihm seien 2 Weltmeisterschaftswaffen angeboten worden. Mit dieser Seriennummer je, mit diesem Lauf, mit dieser Zusatznummer auf dem Lauf, ob die echt sind. Und die WF hat gesagt, nein, die sind nicht echt, wir haben alle normalisiert. Die beiden sind ganz normale Ordnanzpistolen, privatisierte. Und die Läufe sind echt, das sind Läufe, die wir lose weiterverkauft. Er hat sich bedankt und hat der WF nicht zurückgeschrieben, er hat jetzt gehört, er hat es jetzt nicht gekauft, aber er hat jetzt gehört, ein anderer Schweizer Sammler oder Sammler in der Schweiz hat die gekauft, zu einem horrenden Preis. So gut, so schön. 1974 oder 1975 ist das bekannte Buch herausgekommen vom Horst Rutsch, die Schweizer Faustfeuerwaffen. Dort sind genau die beiden Pistolen als Weltmeisterschaftswaffen abgebildet, Sammlung des Autors. Also weiss man, welcher Sammler es gekauft hat, nämlich der Horst Rutsch, oder? Und die beiden Waffen waren vor ein paar Jahren beim Kessler wieder in der Auktion gewesen. Aber der Kessler hat es nicht ambivalent formuliert. Er hat nicht gesagt, dass sie wirklich Weltmeisterschaftswaffen. Aber es ist eine never-ending Story. Gut, nächste Frage. Hast du noch gesehen? Entschuldigung. Ja. Ich habe einen Parabellum in Kleinkaliber, sprich 22. Wo kommt das her? Was ist genau für eine? Kannst du es beschreiben? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das kann ich so nicht sagen. Aber, also die wahrscheinlichste Variante ist, Firma Glaser, Waffenhändler, eine grössere in Zürich, die haben schon in den 30er Jahren angeboten, privatisierte Ordnanzwaffen oder auch ehemalige deutsche Militärwaffen in Kleinkaliber zu liefern. Das heißt, man tut einen langen Kleinkaliberlauf drauf, mit einer hinten noch eine verstellbare Visierung, hast du wahrscheinlich auch drauf, oder? Und vorne beim Patronenlager ist noch so ein bisschen ausgenommen zusätzlich, damit man ein bisschen besser reinkommt zum Laden, und ist ein Einzellader. Also das ladet natürlich nicht nachher, oder? Man muss jeden Einzelladen. Und von denen hat der Glaser ein paar gemacht. Ja, so eine deutsche, also eine deutsche 08, die umgebaut ist worden. In einem Katalog vom Glaser in den 30er Jahren ist abgebildet 06 von der Waffenfabrik. Also sind diverse Sättige gemacht worden.
Vermutlich ist das so eine. Es gibt aber auch noch in der Bundessammlung eine andere, die ganz anders geartet ist, wo offensichtlich die Waffenfabrik aus Eigeninitiative etwas gemacht hat, die aber leider nicht dokumentiert ist. Weitere Fragen? Also zu der vermeintlichen Gefährlichkeit. Moment, ganz schnell. Wir nehmen, nein, Sie entschuldigen, wir nehmen so ein Video auf und im Video hören wir Sie halt Gottsdame. So, jetzt ist gut. Zu der vermeintlichen Gefährlichkeit ist vielleicht noch erwähnenswert. Also ich schiesse seit 15 Jahren alle Wettkämpfe mit einer 29er. Präzision, keine Diskussion. Man kann sie aber durchgeladen auseinandernehmen und man kann allein mit dem Verschluss ohne Griffstück kann man abdrucken. Und das ist schon vorgekommen. Also es hat auch unter euch Schützen hat es einfach hier und da eine gewisse Tollpatschigkeit. Und wenn du dort also nicht schaust, egal ob der Ladeanzeiger da oben ist oder so, und du nimmst sie auseinander im Giuffel, weil du vielleicht eine Waffenstörung hast, die wird ja nicht an allen Orten akzeptiert, die Störung, oder historisch zum Beispiel nicht. Kann es also sein, dass wenn noch eine drin ist und du auf die Seitenplatte drückst, dann klopft es. Das ist eigentlich ein bekanntes Phänomen. Die Deutschen, vor allem für den Polizeidienst, eine spezielle Sicherung gemacht für das. Es gibt 2 Sicherungstypen, die das verhindern sollen. Hat sich aber nie gross durchgesetzt. Aber es ist ein bekanntes Phänomen, es ist gefährlich. Ja. Gut. Nächste Frage. Ja. Ja, nur eine kurze Frage. Wann kommt das Buch raus? Das hat ich auch gefragt und er ist da. Ja, gut. Merci. Mit drinnen. Danke. Und irgendwann kommt dann die grosse Übung mit dem Fotografieren und dann muss ich mit einem Fotografenkollegen noch irgendwelche Sammlungen nachher, das kann es noch ein bisschen verzögern. Ich sage, 2 Jahre sollte ich länger, aber ich bin noch nicht so ganz sicher. Merci. Ja. Ja. Noch eine Anschlussfrage zur längeren Röhre. Hat nicht Mauser für die Marine Serie gemacht mit längem Lauf? So eine DWM. Also die Pistole 1904, das ist die Marinewaffe. Die hat 9 mm Kaliber, einen relativ langen Lauf. Und einen noch ein bisschen längeren Lauf hat man dann auch gemacht für das Heer. Vor allem auch, man sieht, vor allem für die Artillerie, zum Teil wahrscheinlich als Ersatz oder als Alternative zum Karabiner für die Artilleristen, die sogenannte Länge 08. Die haben auch noch eine spezielle Visierung getroffen und so weiter. Und dann gibt es ganz Haufen Basteleien, also im guten Sinn noch, von solchen, die privat haben, lange Läufe drauf da. Man hat hier in der Waffenfabrik 9 mm Läufe gemacht, lang. Warum auch immer. Nicht noch viel gemacht in der Waffenfabrik, wo nicht mehr so klar ist, warum man dort Zeit hatte für solches, oder? Aber es gibt noch diverse. Aber bei den Deutschen vor allem die Marine und nachher das Heer mit der Länge 08. Ja. Übrigens, Mauser, hast du natürlich auch recht. In den 30er Jahren hat Mauser ja nachher Parabellum gemacht. In die Länge 08 haben sie eine Serie gemacht für Persien. Für die persische Armee. Gut, dann kommen wir zum Abschluss. Ihr habt gemerkt, da steht ein Spezialist, der das Gebiet à fond kennt. Wir kennen ihn schon lange und ich habe ihn unterstützt und motiviert, um das zu machen. Und die nächste Frage stelle ich sofort sie. Und wann kommt das Buch über die Pistole? Und du hast dich überzeugen lassen. Hast wahrscheinlich schon im Gedanken schon vorbereitet gehabt. Und somit werden wir, sobald das Buch nachher ist, werden wir das Buch vom VSAM rausgeben. Wir sind sehr gespannt und freuen uns auch auf die Publikation. Wir haben wahrscheinlich keine mehr von denen. Wenn aber jemand noch will, kann er das Bestellformular ausfüllen und gratis, also der Versand ist gratis. Hast du noch? Also es hat noch 3 Exemplare, die ihr da beziehen könnt. Dann möchte ich dir, Alex, ganz herzlich danken für die ganz hervorragende Präsentation. Du hast wunderbares Bildmaterial auch gezeigt, das ist hocherfreulich, wunderbar. Und als ganz kleinen Dank da
ein kleines Präsent. Du weißt, was drin ist. Genau. Merci vielmals. Merci. Und einen großen Applaus für den Referent.